Hallo liebe Hundefreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Louis, hier unten befindet sich Amalia und in diesem Video werden wir etwas vloggen, wir werden euch mitnehmen. Wir werden jetzt gleich in unseren Garten gehen und euch die Spring Pole vorstellen. In diesem Sinne, viel Spaß! Schaut euch schon mal diesen Ausblick hier an. Und das Wetter ist so genial. Wir haben jetzt zwar Herbst oder Anfang Herbst, aber es ist wirklich ein sehr schöner und warmer Herbst vor allem. Deswegen nutzen wir auch die Zeit und gehen jetzt einmal in den Garten. Ich werde heute nur Amalia mitnehmen und gehen jetzt gleich los. Ne, Amalia? Gehen wir los? Bevor wir in ein Auto steigen, lasse ich sie nur ganz schnell ihr Geschäft machen, sodass sie mit der Blase ins Auto einsteigen kann. Amalia, langsam. Hier haben wir so ein Vitomalia Hundelaufband. Motorrad ist noch nicht vom Vitomalia, aber irgendwann mal vielleicht. Und jetzt zeigen wir euch mal was Cooles. Und zwar, ihr kennt ja unsere Travel Mats Videos. Wir haben ein Travel Mat, das wir noch nicht vorgestellt haben, aber richtig geil ist. Davon haben wir nur erzählt. Und zwar ist es das Travel Mat, das sieht man jetzt, ist ein bisschen dunkel, das sogar in die Schräge reingeht. Und das ist richtig praktisch. So, jetzt schnalle ich mal schnell den Hund an und dann geht's los. So, jetzt sind wir im Auto und fahren los. Für die, die es nicht wissen, immer wieder mal in solchen Vlogs werden wir das immer wieder mal erwähnen. Wir leben in der Schweiz mit unseren Hunden und wir haben einen Garten seit diesem Jahr in Deutschland. Das heißt, wir fahren dann immer, wenn wir in den Garten fahren, von der Schweiz aus nach Deutschland in unserem Garten. Und da sind einige Bauarbeiten, die wir jetzt gerade noch machen. Jetzt sind ein paar Kleinigkeiten, die ich dann noch machen muss. Kleinigkeit, der Boden muss komplett ausgeebnet werden und da arbeiten wir jetzt diesen Herbst daran, sodass wir nächsten Sommer einen richtig schönen, flachen und gleichmäßigen Rasen haben werden. Von daher freut euch auf das Video, weil ich nehme schon die ganze Zeit auf und dann werden wir so ein Vorher-Nachher-Video machen, beziehungsweise wie das Ganze dann aufgebaut wurde und wie der Garten ursprünglich aussah und wie der dann am Ende aussehen wird. Jetzt weiter geht's! Und nochmal Pipi machen, bevor es reingeht. Die weiß dann auch schon Bescheid. Gepinkelt und alles andere wird nur draußen und nicht bei uns im Garten. So, ich drehe jetzt erstmal eine kleine Runde, bevor wir reingehen und dann zeige ich euch, wie es drin aussieht und werden das Thema Spring Pole in Angriff nehmen. Gestern, je nachdem wann ich das Video jetzt hochladen werde, es ist unterschiedlich, haben wir auf Instagram gerade ein Gewinnspiel am Laufen.
Schaut einmal mal rein und mitmachen, wenn ihr ein Halsband und eine Leine von Vitomalia gewinnen wollt. In diesem Sinne, schau vorbei. Also nicht erschrecken, der Rasen ist jetzt ziemlich weit hoch, beziehungsweise sehr gewachsen. Das wird jetzt in den nächsten Tagen komplett auf Null gemacht, also nicht erschrecken. Und hier sind wir mitten in der Wildnis. Viele kennen schon unseren Garten. So sieht das Ganze aus. Die Hütte ist weg, Pool ist weg. Ganz viel Müll ist weg. Und jetzt haben wir hier nur noch das hier, was entsorgt werden muss. Und dann ist alles frei. Ich muss noch den Boden ein bisschen machen. Also hier vorne ein paar Sachen rausgraben und dann passt das schon. Und da hinten werden wir gleich mit Amalia ein bisschen üben. Das heißt, ich lasse sie jetzt mal gleich frei. Und sie wird dann, da hinten hängt nämlich ein Eiskissen. Und so wie ich sie kenne, wird sie direkt dahin rennen. So, schneiden sie jetzt einmal ab. Amalia, sitz. Ab. Dieser Freak. Sie weiß ganz genau, wo ihr Spielzeug ist. Oi, Amalia! Oi. Wollen wir jetzt gleich ein bisschen trainieren? Wollen wir gleich ein bisschen trainieren? So, als erstes zeige ich euch mal überhaupt, was eine Spring Pole ist. Oder erkläre euch mal ganz kurz, was das ist. Eine Spring Pole ist nichts anderes etwas, so eine Federung, die du an unterschiedlichen Orten einfach befestigen kannst. Und dann hängst du einfach eine Beißwurst, einen Beißarm, je nachdem, was du da zum Spielen, zum Zerren hast, einfach dran. Und der Hund kann sich da komplett austoben. Das ist eine Spring Pole. Gibt es für unterschiedliche Varianten und wir sind da gerade auch am entwickeln, dass wir unsere eigenen Vitomalia Spring Poles anbieten. So, jetzt wisst ihr, was eine Spring Pole ist. Aber bevor wir ein Krafttraining absolvieren, ist es wichtig, dass der Hund warm gemacht wird. Wie machen wir den Hund warm? Es ist im Endeffekt egal. Hauptsache der Hund rennt. Er bewegt sich ein bisschen und läuft ein bisschen. Wir benutzen jetzt dafür einmal unsere Pullers. So, und jetzt lassen wir sie ein bisschen laufen. Erstmal nicht so weit, nur so ein bisschen, dass sie sich ein bisschen bewegt. Dass die Gelenke ein bisschen aufgewärmt werden. Und das Verletzungsrisiko damit minimiert wird. Jawohl, dabei. Ja. Hui. Fein. Und so ein Training, solche Videos können wir eigentlich nur mit Amalia machen, weil Vito ist dafür viel zu faul. Dann macht es vielleicht ein paar Minuten und dann ist auch vorbei. So, Amalia ist jetzt ein bisschen warm und jetzt befestigen wir hier einmal die Spring Pole. Wichtig ist, dass der Hund nicht komplett im Freien ist, beziehungsweise die Pfoten einfach nicht mehr am Boden hat. Das heißt, die muss immer Kontakt zum Boden haben, um einen idealen Muskelaufbau zu haben. Jetzt brauchen wir halt nur noch die Beißwurst, beziehungsweise ein Beißbrett. Der hat jetzt schon schönere Tage hinter sich. Nein, was ihr da benutzt, ist im Prinzip egal, das ist euch überlassen. Wir benutzen öfters einfach ein Beißbrett, aber auch mal eine Beißwurst. Beim Beißbrett ist es halt sinnvoller, weil der Hund besser reinpacken kann. Wenn ihr merkt, dass der Hund viel zu sehr an die Ecken beißt, dann empfiehlt sich dann natürlich viel mehr eine Beißwurst. Amalia? Was? So, und im Grunde genommen ist das die Spring Pole. Wir sind ja gerade dabei, eine Videoserie zu organisieren und zu planen. Und zwar Muskelaufbau beim Hund. Und da ist das Training mit der Spring Pole ein Punkt, den wir genau bearbeiten werden.
Es ist natürlich für den Hund ein Zerspiel. Es ist kein bitterer Ernst für den Hund. Wie das Ganze funktioniert und wie man das Ganze mit dem Hund auch trainiert, dann könnt ihr euch gerne mal dieses Video anschauen. Da haben wir ganz genau darüber gesprochen, wie das Ganze funktioniert. So, wenn wir natürlich auch die Beißkraft trainieren wollen, dann ist das, was sie jetzt gerade macht, nicht so vorteilhaft. Also nicht richtig zupackt. Was? Ziel ist es, dass sie wirklich immer nur vorne reinpackt und nicht irgendwie in die Seiten rein. Amalia? Was? Aber. Und so ein Spiel auch nur dann machen, wenn du den Hund auch wirklich unter Kontrolle hast, wenn ein sicheres Aus kein Problem ist. Alles andere müsst ihr einfach einen Gang runterschalten. Was wird hier trainiert? Gerade in dem Moment, wo der Hund einfach nach unten zieht, ja, ist es ein ideales Training für die Nackenmuskulatur. Genauso ein gutes Training für den Rücken. Also schön der Latissimus wird dadurch ideal trainiert. Ich versuche es mal von der Seite zu zeigen. Am besten auch von hinten. Das ist die ganze Zeit sich nur am Drehen. So. Kann man es ein bisschen besser sehen. Wir machen das jetzt mal so, sie beißt mir viel zu sehr immer in die Ecken gerade rein, deswegen hole ich meine Beißwurst raus. Aus! Sitz! Platz! So, hier haben wir dann eine Beißwurst auch aus Jute. Einmal reingemacht, zack, ist drin. Und da muss sie halt ein bisschen genauer beißen, um die Beißwurst zu bekommen. Wir zeigen euch mal ein paar Übungen. Also der Hund sollte nicht nur die ganze Zeit scharf drauf sein zu beißen, sondern du musst den Hund jederzeit auch von diesem Kommando abbrechen können. Valia? Was? Ein Kommando Fass. Ob wir die Hunde mit dieser Art von Training aggressiv machen, schaut euch dieses Video an, da haben wir auch nämlich ein Video dazu gemacht. Und zwar Kommando Fass. Aus! Puss! Und das Gute ist, wenn die Hunde scharf auf so Beißwürste sind oder Beißbretter sind, wir sind dabei, die Hundesportart Top Dog Spots zu machen, wo halt auch das Hochspringen und das Weitspringen eine Disziplin ist. Und da werden wir den Hund mit der Beißwurst auch dazu motivieren können, einiges an Meter hochzuspringen. Also mit Amalia haben wir das jetzt schon geschafft, dass sie über 3 Meter hochspringt. Aus! Puss! So, und jetzt werden wir einmal das Kommando geben und ein Abbruchssignal geben. Das heißt, in dem Moment, kurz bevor sie einmal kurz vorm Beißen ist, dann werde ich sie wieder zurück ins Fuß rufen und sie bricht quasi das Kommando, das ich ihr vorher gegeben habe, ab. Amalia? Fass! Puss! Egal was für ein Spiel das ist, gibt es ein Kommando, du solltest den Hund jederzeit immer von diesem Kommando, das du ihr auch gegeben hast, immer wieder rausholen können. Wenn der Hund die ganze Zeit nur am Beißen ist und nicht da zu bekommen ist, dann solltet ihr dieses Training langsam aufbauen. Amalia, auf! Jawohl. Und genau dieses Verhalten, jetzt auch nochmal dazu, es gibt sehr oft
ja, ich sag mal Hundetrainer, die dann sowas behaupten, wie wenn der Hund so triebstark ist und so extrem in Anführungszeichen unruhig ist und nur voll mit Action ist und nur machen, tun und also halt Power, Flöhe im Arsch hat, dass man genau diese Sachen halt nicht bestärken sollte. So, beim Hund ist es jetzt eine intrinsische Motivation bzw. ein Bedürfnis, das dieser Hund einfach hat. So, wenn jetzt die Bedürfnisse einfach nicht gestillt werden, dann unterbindest du ein Gefühl. Und in dem Moment, wo du ein Bedürfnis unterbindest, kannst du den Hund, oder allgemein ist auch bei Menschen so, nicht glücklich und ausgeglichen machen. Das heißt, du musst einfach erkennen, wo die Stärken von deinem Hund sind und das, was er dir als Vorlage gibt, dafür nutzen, um den Hund auszulasten. Weil nur dann kannst du ihn langfristig gut unter Kontrolle haben. Wenn der Hund aber die ganze Zeit mit seinen Bedürfnissen eingeschränkt wird und unterdrückt wird, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Hund dann irgendwann mal einfach ausrastet und seinen Bedürfnissen dann einfach alleine nachgeht, ohne das Kommando von einem Menschen. Amalia? Was? Mit Vito könnten wir sowas nicht machen. Der würde vielleicht ein bisschen dran knabbern und das war's dann auch. Aber ihr könnt auf jeden Fall sehr gespannt sein auf die Videoserie, die wir gerade planen. Da werden wir nicht nur Tipps geben, was das physische Training angeht, sondern auch was die Ernährung angeht. Jetzt hier schon wieder runter und los geht's, komm! Was das Hochspringen angeht, das können wir jetzt heute nicht zeigen, weil ich den Hund immer wieder abfedern muss. Aber wenn dich das interessiert, dann kannst du mal auf Instagram vorbeischauen. Da haben wir nämlich mal ein Video gepostet, wo Amalia halt die 3 Meter hochspringt. So Freunde, das war jetzt ein relativ kurzes Video. Wir wollten euch einfach mal ein bisschen zeigen, wie wir mit der Spring Pole trainieren, beziehungsweise was überhaupt auch eine Spring Pole ist. Und euch auch darauf aufmerksam machen, dass wir die neue Videoserie planen für die Hunde Muskelaufbau. Physisches Training genauso wie die Ernährung, um die Muskulatur ideal wie möglich auch aufzubauen. Wenn ihr Fragen zur Spring Pole habt oder allgemein zu diesem Training, dann könnt ihr uns gerne die Fragen unten in den Kommentaren schreiben. Und vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du jederzeit immer informiert wirst, wenn wir ein neues Video hochladen. Ansonsten schaut noch mal auf Instagram vorbei. Wir haben gerade ein Gewinnspiel am Laufen. Und schaut natürlich auch auf unsere Online-Hundeschule vorbei. Ihr könnt euch gerade aktuell registrieren und 50% kassieren, sobald wir mit der Online-Welpenerziehung online gehen. In diesem Sinne, halt die Ohren steif, immer der Nase nach und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.